Immer dann, wenn wir einen neuen Testwagen bekommen, dann wird das Auto natürlich zunächst einmal durchsucht, angeschaut und so auf den ersten Blick beurteilt. Und wissen Sie, was wir gefunden haben? Eine Kurbel in diesem Wagen. Da haben wir uns zunächst einmal überlegt, dass sie nicht nur dazu da sein kann, um zum Beispiel die Räder zu lösen, sondern hier, und daran haben wir es entdeckt, mit dieser Kurbel kann man den Wagen anlassen. Passen Sie auf. Wir finden, das ist eine sehr liebenswürdige Geste der Franzosen, die diesen Wagen gebaut haben. Renault, Major und eine Krone. Das sind die äußeren Kennzeichen dieses Automobils. Es gibt dieses Automobil, diesen Renault R8 Major, wie er ganz offiziell heißt, erst seit ein paar Wochen. Wir haben uns sehr beeilt, ihn zu bekommen. Es war ein wenig schwierig. Aus Paris wurde er extra für uns hierher gefahren, damit wir Ihnen dieses Auto in allen Einzelheiten vorstellen können. Das wollen wir jetzt tun. Schauen Sie, hier zum Beispiel, der Wagen hat Schiebefenster hinten. Vorteil, Nachteil, auf jeden Fall eine Sache, die so nicht schlecht gelöst ist. Ich glaube, ich sollte einmal den Motor abstellen. Ich habe da eben genau 1100 Kubikzentimeter und 44,5 PS zum Schweigen gebracht. Ein Schlüssel für das ganze Auto. Auch das ist recht praktisch, denke ich mir. Wir haben hier oben merkwürdige Profilrippen. Warum wohl? Recht dünnes Blech aus Gewichtsgründen. Und ich denke mir, dass man das nicht nur aus formalen Gründen so gestaltet hat, sondern darüber hinaus auch, um eine gewisse Festigkeit zusätzlich zu erreichen. Das Gleiche gilt für diese konkave Form der Haube. Hier die Park- und Blinkleuchten, nichts Besonderes. Aber ganz gut gelöst ist zum Beispiel die Stoßstange, die hier nicht nur als Schmuckstück dient, sondern darüber hinaus auch durch diese Gummipuffer ihren Zweck besser erfüllt, als wenn nur Metall auf Metall treffen würde. Hier, wenn wir gerade bei der Stoßstange sind, so einfach lässt sich das alles abmontieren. Das ist ganz geschickt gelöst. Man kann so zum Beispiel die Scheinwerfer, es kommt ja nicht allzu oft vor, schneller nachstellen. Na? Alles geht mit hoher Gewalt. Ah ja, hier, haben Sie das gesehen? Asymmetrisch. Finde ich ganz lustig. Aber ich glaube, wir sollten den Wagen, nachdem wir ihn nun betrachtet haben, nach allen Richtungen, ein bisschen fahren und Ihnen zeigen, was man mit diesem Auto alles machen kann oder was man nicht machen kann. Schon auf den ersten paar Metern wird man sich mit ihm befreunden können. Es ist bequem, vorne 2 Schalensitze, Knüppelschaltung, da sehen Sie. Ein Wagen, mit dem man ganz schnell gute Freundschaft schließen kann. Messen wir gleich den Wendekreis, wenn wir schon in der Stadt fahren. 10 Meter und 30 Zentimeter. Das ist ein durchschnittlich guter Wert. Und weiter geht es mit dem Stadtverbrauch. 8,6 Liter, das kann sich durchaus sehen lassen. Und auf der Landstraße bei einem Durchschnitt von 62 Kilometern 6,4 Liter. Auf der Autobahn Durchschnitt 103, 7,3 Liter. Und dann schließlich ein Testverbrauch über 2000 Kilometer von 7,7 Liter. Wenn wir diesen Testverbrauch zugrunde legen, so ergibt es einen Aktionsradius von 490 Kilometern bei 38 Litern Tankinhalt. So, wir haben jetzt ein wenig mit Zahlen gespielt und kommen zu einem sehr wesentlichen technischen Punkt. Der Renault R8 Major ist mit 4 Scheibenbremsen ausgerüstet. 4 gute
und 4 ausreichende Bremsen. Solche Totalbremsungen empfehlen sich natürlich nicht im Straßenverkehr, wenn es nicht ganz unbedingt sein muss, aus den verschiedensten Gründen. Erstens könnte es passieren, dass Sie damit die Menschen erschrecken und das sollte man vermeiden. Sie wissen das, Rücksicht im Verkehr. Und zweitens strapazieren Sie damit unnötig Ihren Wagen. Wir unternehmen diese Versuche in allererster Linie, um genaue Messergebnisse zu erzielen. Aber wenn wir jetzt den Wagen ein wenig zurückrollen, dann sehen wir, dass wir nicht nur Messergebnisse damit erzielen, sondern auch einen gewaltigen Verbrauch an Material. Und das ist natürlich unnötig. Wir haben bei diesen Bremsen so viel Gummi hier liegen lassen, dass man ihn, glaube ich, schon wiegen kann. 5 oder 10 Gramm. Und das ist natürlich die beste Methode, auch einen Reifen total zu ruinieren. Also tun Sie es nicht, wenn es nicht notwendig ist. Es gibt natürlich auch noch eine viel bessere Art des Bremsens. Und das ist die sogenannte Stotterbremse. Unter Umständen kann man einen kürzeren Bremsweg damit erzielen. Das wissen wir nicht, das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Stottern, Sie wissen, auf die Bremse, weg von der Bremse und wieder auf die Bremse. Eine Frage nicht nur des Gefühls, natürlich auch eine Frage des Bodenbelags oder auch des Reifens. Aber wir wollen es jetzt in jedem Fall mal probieren. Mit der Stotterbremse erreichen wir einen Bremsweg von 46,25. Und jetzt gleich die ganz normale Art, von Anfang bis Ende voll durchgebremst, 52,35. Das ist ein Unterschied von 6 Metern und 10 Zentimetern. Die Federung spricht weich an. Der Wagen ist gut gedämpft und dafür sorgt auch vorne und hinten eine sorgfältig ausgeführte Einzelradaufhängung. 15 Zoll Räder tragen ihr Teil dazu bei. Auf die Rutschplatte gehen wir in erster Linie, um die Lenkung einer Prüfung zu unterziehen. Sie geht leicht, sie geht exakt, sie funktioniert gut, sie ist nicht zu direkt, aber trotzdem genau. Was uns am Renault R8 weniger gefällt, ist die Schaltung. Labil, viel zu lange Schaltwege, das müsste unter allen Umständen geändert werden. Auf der Autobahn erreichen wir eine Höchstgeschwindigkeit von 134,6 bei 10 Grad minus, aber es ist immer schön warm in diesem Auto. Wir fahren jetzt ins Wasser, 10 Zentimeter tief, Geschwindigkeit 30 Kilometer. Ein Versuch, den wir unternehmen, um zu sehen, ob die Karosserie auch dicht ist, ob der Motor genügend abgedeckt wurde, ob er nicht aussetzt. Sehen Sie, das war ein ganz typisches Zeichen dafür, dass Bremsen, wenn sie nass sind, nicht gut funktionieren. Wir waren ein wenig vorsichtig, so mit Gummistiefeln, das schien uns notwendig. Aber Sie haben vielleicht am Ton des Wagens gehört, er hat nicht mal ausgesetzt. Und das, finden wir, ist eine glänzende Sache. Wir können uns jetzt sowieso mal den Motor miteinander anschauen. Eine ganz einfache Konstruktion, 4 Zylinder in Reihe, aber schauen Sie selbst. Der Motor sieht relativ zierlich aus, aber er leistet immerhin die 44,5 PS bei 4.900 Umdrehungen in der Minute. 44,5 PS, das ist eine merkwürdige Zahl, aber vergessen wir nicht, dass bei 45 PS eine Versicherungsratengrenze liegt. Die Verdichtung 1 zu 8,5 und das bedeutet, dass man ihn mit Superbenzin fahren sollte. Beim Wedeln, also beim schnellen Kurvenfahren rechts und links, ist der Wagen empfindlich. Er reagiert ein bisschen zu schnell auf die Lenkradbewegung. Man muss mit sehr leichter Hand fahren. Das gilt auch bei Wind. ...100 Kilometer Tempo. Und da wird er weggeblasen. 3,60 Meter ist die Abweichung.
hier noch einmal im Dreck. So mischen sich beim Renault R8 Major die Plus- und die Minuspunkte wie bei jedem anderen Auto. Phonmessung 86, 87 Phon bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde. Auch das ist nicht gerade wenig. Ein Blick auf den Wagen und in den Wagen zeigt uns, dass man viel Platz hat. Hinten wie vorne 4 Türen und wirklich 4 Sitze. Auch für diejenigen, die hinten bequem sitzen wollen. Kofferraum vorne, eine klare Sache. Aber bevor wir von ihm reden, etwas ganz Interessantes. Wir haben Ihnen erzählt, in dem Wagen ist es immer wunderbar warm, aber Sie können auch Frischluft zuführen. Wir haben hier einen Kasten und da wird durch diese Schlitze hier oben Frischluft nicht nur eingeführt, sondern gestaut. Und Sie können die Frischluft ständig mischen mit der Heizung. Eine Sache, die normalerweise nur erheblich teureren Wagen vorbehalten ist. Der Kofferraum selbst ist nicht ganz glücklich. Wir haben Ihnen schon gesagt, der Wagen hat 15 Zoll Räder, große Räder. Und das bedeutet natürlich auch, Sie brauchen Platz, viel Platz. Und so haben wir hier einen und da drüben noch einen Radkasten. Der Kofferraum ist so rund wie eigentlich das ganze Auto. Man bringt nicht allzu viel darin unter. Hier die 12-Volt-Batterie, eine gute Ausrüstung. So, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man hier über dieses Vorderteil dieses Wagens sagen kann. Mit einer einzigen Ausnahme, Sie haben darin kein Reserverad entdeckt. Wo ist es? Wenn man den Prospekt nicht studiert hat, würde man es gar nicht finden. Es ist nämlich ganz vorne hier unten untergebracht. So einfach geht das. Rad heraus, man muss das Gepäck nicht ausladen. Hat man es gewechselt, das brauchen wir jetzt ja nicht vorzumachen, wie das geht, dann, dazu braucht man allerdings 2 Hände und das scheint uns nicht so praktisch zu sein, ist das Rad wieder drin, Klappe hoch und der Fall ist erledigt. Das Armaturenbrett ist in des Wortes wörtlicher Bedeutung zeitlos, es hat nämlich keine Uhr. Aber im Übrigen normal gestaltet, daran gibt es nichts auszusetzen. Hier die Luftaustrittsöffnung, sehr praktisch, sehr gut nach allen Richtungen zu regeln. Tachometer, Lichtschalter und Hupe. Eine nette Kleinigkeit ist das Licht hinter dem Rückblickspiegel, außerdem praktisch. Der Wagen wiegt 740 Kilo und das ist auch ausschlaggebend für seine gute Beschleunigung, 19,1 Sekunden von 0 auf 100. Der Renault R8 kostet Steuer 172 Mark und 80 Pfennig, Versicherung ca. 280 Mark, Testverbrauch 7,7 Liter. Das ergibt bei 20.000 Kilometern im Jahr 7,8 Pfennig pro Kilometer. Der Renault R8 Major ist die logische Fortsetzung in der Reihe der bisherigen Renault-Typen. Mit dem Preis von 5.900 Mark gehört er zweifellos zu der Kategorie der preisgünstigen Automobile. Eine scharfe Waffe im Kampf um den Markt.